Hallo und herzlich willkommen zu Bike Ergonomics, eurem Kanal für mehr Komfort, bessere Performance und vor allem für entspannten, beschwerdefreien Fahrspaß auf eurem Bike. Das Thema der heutigen Episode ist die Sattelfeineinstellung. Euer Experte in unserem Ergonomiestudio ist Dr. Kim Toffaute, einer der anerkanntesten Spezialisten für Fahrradergonomie und Bikefitting. Hallo Kim, ich grüße dich. Hallo Volker, hallo zusammen. Die Frau, die schon sehr gespannt ist, welche Kniffe zur optimalen Fahrradeinstellung Kim heute für Sie auf Lager hat, um eben täglich zur Uni und am Wochenende etwas längere Touren fahren zu können, ist Dagny. Dagny, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, gerne. In den vergangenen Episoden hat Kim an Dagnys Fahrrad diverse Dinge schon optimiert, Einstellungen vorgenommen, unter anderem die richtige Sattelhöhe eingestellt. Kim, am Sattel, gibt es da noch so den einen oder anderen Kniff mehr, um da perfekt zu sitzen? Ja, die Sattelhöhe ist natürlich das wichtigste Maß. Damit können wir die Kraft bestimmen, die wir auf die Pedale bringen und auch unsere Gelenke entsprechend entlasten. Aber um den optimalen Sitzkomfort zu haben, sollte man am Sattel noch ein bisschen feinjustieren. Dafür gibt es die zwei Ns. Das heißt, das eine N ist die Neigung, das heißt, wie stark geht die Sattelnase hoch oder runter. Das zweite N für den Nachsitz, also wie weit ist der Sattel hinten oder vorne. Ja, dann bietet sich jetzt ja wahrscheinlich an, dass Dagny sich einfach mal auf ihr Rad setzt. Ja, Dagny, dann nimm mal zu Platz schauen. und teste mal, wie du auf dem Sattel jetzt sitzt. Ob schon alles perfekt ist. Oder ob es für Kim noch was zu tun gibt in der heutigen Episode. Okay, ja, fahr dich mal ein bisschen ein, sitz dich mal ein bisschen ein und achte mal genau drauf, wie der Sattel sozusagen sich anfühlt. Würdest du sagen, das ist schon optimal? Also wenn du mich jetzt so direkt darauf ansprichst, merke ich schon, dass der Sattel vor allem im vorderen Bereich noch deutlich drückt. Mhm. Gut, dann würden wir das gerade mal gucken, woran das liegen könnte. Steig doch mal bitte ab. Ich kläre auch gerade mal, was möglicherweise das Problem sein könnte. Wenn jetzt die Nase zu hoch steht und man sitzt jetzt hier drauf, dann würde man, wenn man das Becken ein bisschen nach vorne neigt, man muss ja vorne an den Lenker kommen, würde man hier in dem Weichteilbereich sehr, sehr viel Druck bekommen und das ist natürlich unangenehm. Dasselbe ist, wenn der Sattel zu weit vorne oder hinten steht, dann hat man hier nicht die richtige Position und hat auch nicht die richtige Entlastung. Obwohl man jetzt hier so einen speziellen Sattel hat, der so eine Entlastungszone hat. Kann das sein, dass es da nicht richtig funktioniert? Ja, das ist schön, das ist sehr anschaulich, also woraus Beschwerden dann resultieren können. So, und damit wir einmal schauen können, woran das liegt, messe ich jetzt die Neigung des Sattels nach. Dafür nehme ich so eine Wasserwaage, die lege ich hier auf die Schablone. Das sorgt dafür, die Schablone, dass dann die Wasserwaage auch gut ausgerichtet ist. Man sieht schon hier an der Libelle, dass die nicht im Wasser steht. Ja, das heißt, die Sattelnase ist deutlich nach oben. Das erklärt natürlich, warum du vorne im Schritt verstärkten Druck spürst. Muss ich unbedingt so eine Schablone nehmen oder Auf gehen jeden auch Fall. andere Unterlagen? Auf jeden Fall solltet ihr etwas nehmen, damit die Wasserwaage hier auch richtig positioniert ist, weil hier haben wir so eine Entlastungsöffnung und dann wäre die Wasserwaage nicht richtig positioniert. Ah, ja. Man könnte jetzt auch einen Bierdeckel oder einen Karton nehmen. Das wollte ich wissen. Optimaler geht es natürlich hiermit. Hier haben wir dann direkt auch noch so eine Markierung, wo die Wasserwaage am besten liegen soll. So. Gut, dann würde ich sagen, stellen wir den jetzt mal gerade. Dafür löst man hier die Schrauben. Ihr müsst dann schauen, was für ein Werkzeug ihr braucht. Ich benutze hier einen 5 mm Imbusschlüssel, das ist so das häufigste. Es könnte aber auch ein 6 mm oder 4 mm sein oder ein Gabelschlüssel. Legt nochmal die Wasserwaage drauf. Und wir sehen, ist schon fast perfekt. Ich drehe nochmal ein bisschen nach. Also du justierst jetzt einfach mit den Schrauben rechts und links, so bis der Sattel dann im Wasser liegt. Jetzt also sieht man, dass der Sattel Waagerechten optimal ist. gerade ist. Dann rutscht man weder nach vorne, noch bekommt man zu viel Druck von der Sattelnase. So. Okay, und von der Einstellung her ist es dann alles für die Neigung? Also Für die Neigung ist es das erstmal. Ja. Probier doch einfach mal. das ist auf jeden Fall nicht so schwer, ich dachte, nee. Das krieg sogar ich hin. Ja,
Ja, und fühlt sich das jetzt besser an, Dagny? Also ich merke auf jeden Fall, dass der Druck einfach nicht mehr so stark ist. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr viel angenehmer an. Also würdest du sagen, perfekt so zum Fahren oder? Also ich muss sagen, dass ich vielleicht noch einen Ticken zu weit vorne auf dem Sattel sitze, weil ich einfach, wenn ich merke, dass ich weiter nach hinten gehe, die Sitzfläche ein bisschen größer ist und ich aber dann ein bisschen nach vorne rutsche. Ja, genau. Wenn du jetzt weiter nach hinten rutschst, das sieht man auch, dann wirst du ziemlich gestreckt, dann bist du schon sehr lang. Ja? Dann kommst du kaum mehr an den Lenker. Auch aus dem Grund sollte man den Sattel ein bisschen nach vorne schieben. Ich steige das nochmal ab. Auch das messe ich jetzt mal nach. Das heißt, dieses Verhältnis, wie weit der Sattel sozusagen zum Lenker, aber vor allen Dingen zum Tretlager steht, das ist das entscheidende Maß. Und das messe ich jetzt mal genau nach. Dafür habe ich so ein Lot und eine Schablone. Man kann auch einen Zollstock nehmen oder ein Lineal. Und hier ist die Pedalachse. Wir haben hier so eine Zentrierung, da liegt die Pedalachse genau drin, beziehungsweise die Tretlagerachse. Und dann lasse ich das Lot einfach von der Sattelnase runterfallen und schaue, wie weit dann dieses Lot hinter das Tretlager fällt. Und da sehen wir, das sind knapp 70 mm. Also gemessen dann vom Faden, vom Lot bis zur Mitte der Achse der Kurbel praktisch. Ne? Das heißt, dieser Abstand ist der Nachsitz. Ja. Deswegen heißt das Nachsitz. Ah ja, okay. Und ob das die richtige Angabe jetzt für Dagny ist, liest man nach irgendwo oder? Aha, du hast Ich habe hier so ein schlaues Büchlein Heft mitgebracht, ja. und da stehen schon vorberechnete Werte drin. Ah, Da ja. schaue ich jetzt einfach mal nach. Und es gibt einen Wert für die Sattelhöhe. Ja, den weiß ich noch, Ja. weil bei einem größeren Fahrrad ist das so, dann kommt der Sattel weiter raus, aber auch weiter nach hinten. Bei einem kleineren würde der Sattel weiter nach unten und nach vorne gehen. Ja. Das heißt, das ist immer spezifisch für eine bestimmte Sattelhöhe. Und ich gucke jetzt mal hier nach, bei 68 cm sollten wir bei 55 mm sein. Also wir sind jetzt 1,5 cm zu weit hinten und dadurch kommt diese sehr gestreckte Position oder sie sitzt nicht optimal auf dem ganzen Sattel. Das war das, was eben Dagny gesagt hat, was man auch sah, dass das nicht ganz optimal passt bei ihr. Ne? Genau. Ja. Das würde ich jetzt nochmal verstellen. Dafür löst man einfach nochmal die Schraube. Mache ich jetzt nur auf einer Seite, damit die Neigung auch erhalten bleibt. Und hier ist so eine Skala auf dem Sattel, das macht es mir jetzt sehr einfach, wo ich dann 55 mm nach vorne gehen oder auf 55 mm nach vorne gehen kann. Achtet darauf, dass ihr immer im Bereich der Markierung klemmt, weil wenn ihr außerhalb der Markierung klemmt, könnte es sein, dass der Sattel bricht und das wäre natürlich fatal. Also nicht zu weit nach vorne, nicht zu weit nach hinten schieben. Ja. Ist Also wichtig, immer ne? innerhalb dieser Markierung bleiben. Ja. Die Sattelform, wir sehen hier so ich sehe hier so eine Vertiefung, einen Kanal drin. Ist das jetzt ein spezieller Sattel oder wo ist darauf zu achten? Das ist jetzt speziell ein Sattel für Frauen. Das heißt, die Form ist so, dass sie der Anatomie, Beckenform der Frau optimal angepasst ist. Und hier vorne, dieser Entlastungsbereich, sorgt auch dafür, dass nicht zu viel Druck im Schritt entsteht. Ah ja, super. Okay. Ja, Dagny, ich würde sagen, nächster Versuch. Ja, fahre ich nochmal oder setze ich nochmal ein bisschen ein. Man sieht schon, dass Dagny jetzt weiter hinten sitzt auf dem Sattel. Hinten guckt jetzt weniger vom Sattel raus auf der einen Seite und sie sitzt gleichzeitig ein bisschen kompakter. Das heißt, sie muss sich nicht mehr ganz so weit nach vorne strecken. Wie fühlt sich das an? Es fühlt sich auf jeden Fall besser an. Also ich merke auch, dass ich halt eben dann nicht so gestreckt sitzen muss, damit ich halt die komplette Sattelfläche auch ausnutze. Ja, also ich würde sagen, das hört sich an jetzt nach einer Probefahrt, die du einfach mal machst und das hinterher berichtest, wie es dir dabei ergangen ist. In diesem Sinne, wir sehen uns, bis gleich. Hallo, wir sind wieder da und Dagny ist zurück von ihrer Probefahrt. Wir sind gespannt auf das Feedback. Wie ist es dir ergangen, Dagny? Ja, also das Fahrrad war auf jeden Fall sehr angenehm und ich habe vor allem nach so einer halben Stunde gemerkt, dass einfach der Druck auf dem Sattel nicht mehr so hoch war und ich einfach mich sehr viel wohler gefühlt habe und es einfach angenehmer war und ja, war eigentlich eine sehr schöne Fahrt. Also jetzt endlich ein Fahrrad, auf dem du dich so richtig wohlfühlst und wo auch längere Touren dann keine Beschwerden verursachen. Genau. Wahrscheinlich. Ne? Genau. Ja, dann vielen Dank an dich, Kim. Guter Job.
Dagny ist hoch zufrieden. Dagny, falls du doch noch mal was nachstellen willst, dann gebe ich dir diesen Schlüssel mit und dann kannst du noch mal so eine Feinjustage machen. Oder du kommst einfach vorbei und sagst noch mal, wo wir dran drehen müssen. Gerne. Oder du schaust bei uns im Vlog einfach noch mal nach. Das werde ich tun. Schön, dass auch ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank fürs Zuschauen heute. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, eure persönlichen Probleme schildern möchtet, schreibt uns einfach in der Kommentarfunktion hier bei YouTube. Unsere Experten werden eure Fragen gerne beantworten. In diesem Sinne, hoffentlich bis bald. Lasst es euch gut gehen. Tschüss Dagny, tschüss Kim. Bis zur nächsten Folge und bleibt uns treu.